Christian! Hey! Christian! Bin ich im Himmel? Besser. Am Leben. In Zukunft werde ich aufpassen, dass du keine Dummheiten mehr machst. Ich liebe dich. Ja, ich will. Wer ist Tim Sander? Dein Vater war ein großartiger Mensch. Und wo ist er jetzt? Er lebt nicht mehr. Er hat sich umgebracht. Er weiß nicht, wie Tim Sander gestorben ist. Das ist Mord war. Oh, Lioi. Musst du mich so erschrecken? Weichei. Ist der das? Tim Sander. Mein richtiger Vater. Ihr seht euch total ähnlich. Die Nase, der Mund. Die Nase? Mhm. Und der Blick? Hast du denn schon irgendwas Neues über ihn rausgefunden? Nee, nix. Außer, dass er tot ist. Weißt du was, wenn deine Mutter und Arno und Clarissa, wenn die alle so dicht machen, dann müssen wir eben einen anderen Weg finden, was über ihn rauszufinden. Meine Mama hat doch auch ein paar Jahre in Düsseldorf gelebt. Vielleicht weiß die was. Bitte, jetzt überschlag dich nicht gleich vor Begeisterung. Das ist ja peinlich. Es ist nur... Der Einzige, der in letzter Zeit wirklich korrekt war, das war Ricardo. Und ich weiß nicht, ob der das so cool finden würde. Dann frag ihn. Er ist dein Papa. Er wird es verstehen. Hallo. Ich hol mir ein bisschen Wäsche, ich bin gleich wieder weg. Ich habe eine neue Wohnung gefunden. Ich kann noch diese Woche ausziehen. Ich dachte, das ist dir vielleicht lieber so. Das ist dein Elternhaus. Und ich finde es einfach nicht richtig, wenn du gehst. Wir hatten schöne Zeiten hier. Timo wurde hier geboren. Drüben am Pool hat er seine ersten Schritte gemacht. Weißt du noch, wie er sich geweigert hat, Schwimmflügel anzuziehen? Erst als du auch welche angezogen hast. Ich war wirklich glücklich mit dir. Ich kann verstehen, dass du mir nicht mehr glaubst, aber unsere Ehe hat mir alles bedeutet. Ich wünschte nur, du hättest einen anderen Dummen gefunden. Du hast doch nur einen Idioten gesucht, der für deinen Sohn den Vater spielt. Da wird dem feinen Herrn Rheinsberg ja richtig die Pumpe gehen. Ich bin stolz auf dich, mein Stern. Ihr werdet ihn den Prozess fertig machen. Hoffentlich. Meine vorgetäuschte Schwangerschaft ist daher nicht gerade hilfreich. Aber umso besser, dass du in die Offensive gehst. Du bist immer noch eine Wolf. Vergiss das nicht. Das heißt, du bist nie allein. Ich begreife das nicht. Warum spricht sie sowas nicht mit mir ab? Naja, vermutlich, weil du in Rechtsfragen Kompetenzprobleme hast. Bei diesem Prozess hängt in erster Linie alles von Marlenes Glaubwürdigkeit ab. Die hat sie in dem Interview bewiesen. Also, ich hätte anders gehandelt. Heute bitte mal keine Kastrationsfantasien. Ja, ich esse noch. Das ist nicht schön. Kaum 3 Monate mit dir verheiratet. Und schon hält Tanja bestimmte Körperteile für nutzlos. Marlene hat endlich den Mut gefunden, sich zu wehren. Und dafür bewundere ich sie. Es ist auf jeden Fall gut, dass die Öffentlichkeit ihre Version zuerst hört, bevor sich Rheinsberg über alles ausbreiten kann. Und ich habe ihn jahrelang für einen Freund gehalten. Das wiederum wundert mich nicht. In deiner Abwesenheit ermittelt dich Kraft Psycho. Ansgar, was hast denn du heute Morgen eigentlich so gute Laune? Na, weil Kim heute ihre Führerscheinprüfung hat. Das ist ein großer Tag in ihrem Leben. Ja, und deshalb backst du ihr ein Straßenschild? Hä?
Das ist ein Auto. Das sieht doch ein Blinder. Papa, das sieht irgendwie aus wie eine Schildkröte, die versehentlich in die Schrottpresse gekommen ist. Komm, mit ein bisschen Zuckerguss kriegen wir das schon hin. Ich habe die Prüfung auch beim ersten Mal bestanden. Oh. Kim ist talentiert. Und immerhin wäre sie mal eine Lahnstein, die ihr Auto nicht als Mordwaffe einsetzt. Entschuldigung, aber die junge Gräfin neigt momentan wohl zu schwermütigen Stimmung. Nico ist doch in Berlin. Mit Verlaub, es handelt sich um Gräfin Kim. Ach, Ansgar, da kannst du ja stolz sein. Wir hätten doch alle gern wohlerzogene und ausgeglichene Kinder. Hm? Mhm. Was soll das? Jetzt mal Schluss mit dem pubertären Quatsch. Du musst dich nicht mal langsam umziehen, du hast gleich Führerscheinprüfung. Lass mich raten. Es ist wieder wegen diesem Fernando, Arturo. Emilio. Und er ist mir völlig egal. Ah ja, das habe ich die ganze Zeit gehört. Hey, ich habe da eine super Lösung. Ich habe noch so einen Baseballschläger. Ich könnte irgendwo auf ihn warten und wenn es dunkel ist, mit den Fingerchen würde er niemanden mehr befummeln. Das ist jetzt aber ein Spaß, oder? Ja, du hast recht. Ich sollte mir mit diesem Ballermann-Gigolo nicht die Finger schmutzig machen. Aber es gibt eine andere Lösung. Wie wär's mit einer kleinen Tüte Koks, einem Anruf bei der Polizei? Das Leben kann so leicht sein. Finde ich jetzt nicht. Jetzt komm schon, Kim, wenn du die Führerscheinprüfung nicht machst, dann wird das nichts mit dem Hippie-Bus. Und wer weiß, wozu der noch mal gut ist. Vielleicht läuft dir dieser Arturo ja noch mal vors Auto. Ich mach heute gar nichts, kapiert? Dreh dich, Küglein, dreh dich. Sei ruhig jetzt. Christian und finde jetzt. Stopp! Das ist so klein, das kann ich gar nicht lesen. Ach komm, das ist Fliegendreck, ich will noch mal. Dreh dich, Küglein, dreh dich. Und Hey. stopp. Wisst ihr immer noch nicht, wo es in den Flitterwochen hingeht? Nein! So. Und stopp! Windhoek, Namibia, da wollte ich schon immer mal hin. Endlose Savannen, die Kalahari-Wüste, super. Ja, da ist bestimmt eine Menge los. Ihr beide, 2 Kamele, der Sonnenaufgang. Ganz großes Kino. Oh, genau wie unser Auftritt morgen, Mr. Inzest. Mein Zeh ist heil. Nie wieder Gesundheitslatschen. Oh. Ja, beide rocken die Fashion Days. Ja, so komm, noch mal. Was denn? Der Globus hat entschieden, wir fahren nach Namibia. Ach komm schon, ich will mich entspannen und Spaß haben. Ja, du willst wieder nur so lange drehen, bis er auf Ibiza zeigt. Was ist denn so schlimm an Ibiza? Ich habe eine Idee. Du chillst am Pool und du reitest durch die Wüste. Ja, genau, wir machen getrennte Hochzeitsreise. Das ist eine super Idee. Nein. Lasst euch einfach überraschen. Komm. Nein. Einmal. Der war für dich in der Post. Leg's hin und hau wieder ab. Welchen Teil von leg es hin und hau wieder ab hast du nicht verstanden, verdammt nochmal? Timo, ich habe eine Wohnung gefunden und ich würde mich freuen, wenn du mit mir da einziehst. Vergiss es. Du kannst natürlich auch hier auf der Finca bleiben mit deinem Vater. Vergiss es! Und du? Du kannst dir das ganze Theater sparen. Du brauchst dich nicht mehr um mich zu kümmern und ich hänge dir nicht mehr wie ein Klotz am Bein. Ja, ich hab dich vorhin gehört. Du brauchst nicht mehr der Idiot sein, der für mich den Vater spielt. Timo, du hast da was missverstanden. Ich hab was missverstanden, ist doch alles cool. Jetzt kommt endlich mal die ganze Wahrheit auf den Tisch. Du wolltest meine Mutter und ich verteile das Paket. Ist Pech gehabt. Aber... Wie nichts aber. Freu dich. Jetzt bist du endgültig raus aus dem Deal. Herr Wolf, was für eine Überraschung. War Ihr Dienstrat heute nicht vor einer halben Stunde? Ich war im Forsthaus. Der Strom ist schon wieder weg. Keine Kerzen da? Ja. Außerdem gibt's ein neues Leck im Dach, das 5.
Tja, dann würde ich doch sagen, mit dieser wirklich entscheidenden Angelegenheit müssen wir uns bei der nächsten Gremiumssitzung befassen. Das sagen Sie doch schon seit Wochen. Soll ich das als Kritik verstehen? Nein, als Tatsache. Ach, Herr von Landstein. Ist Kim eigentlich schon von ihrer Führerscheinprüfung zurück? Kim wird ihre Führerscheinprüfung nachholen. Wie? Ja, Sie wissen doch, wie das ist, wenn die große Liebe einen anderen vorzieht. Das heißt, sie hat ihre Prüfung geschwänzt? Ja, mein Gott, das kommt in den besten Familien vor. Ja, aber nicht in meiner. Ach, Herr Wolf, das wissen Sie ja noch gar nicht. Kim wird meinen Namen annehmen. Ganz offiziell. Inoffiziell trägt sie ihn ja schon länger. Von Durban bis nach Walvis Bay in 24 Tagen. 2 Pools, Landgang mit Kamelsafari. Eine Kreuzfahrt? Mhm. Und den ganzen Tag wuseln so schnittige Kellner mit freiem Oberkörper um mich rum und bringen euch Cocktails. Also ich würde mir ja sofort so einen schicken Oberoffizier schnappen und dann wäre mal richtig Wellengang im Pool. So ein schickes Schiff. Ihr habt's euch auch echt verdient. Es gibt noch genau eine Kabine mit Außenfenster und die habe ich euch gleich mal reserviert. Ah, da. Mit extra Sportprogramm für Rentner. Genau das Richtige für dich. Kriegt euch mal wieder ein vor Freude, ich werde ja schon richtig verlegen. Danke, Jay. Und was ist das? Mit 25% Ermäßigung wegen Last Minute. 6.800 € pro Person. Das ist your honeymoon. Ja, aber wir sind gerade ziemlich pleite. Die ganze Kohle geht in die Renovierung vom Haus. Sag Stopp. Dreh dich und stopp. Danke. Aber auch dann nicht, wenn du ihm Betonschuhe verpasst und ihn in den Rhein schmeißt. Entschuldige mal, aber da kennst du mich schlecht. Wofür habe ich denn mal eine Kettensäge? Wieder dieser Emilio? Wir waren verabredet und als ich angekommen bin, da hat er mit Miriam rumgeknutscht. Männer sind alle Idioten. Also, außer mir natürlich. Sag mal, eigentlich stand doch heute Prüfung auf dem Plan, oder? Und danach gut gelaunt durch die Stadt brausen. Na, wenn ich bestehe? Ach, wenn ich bestehe. Wir Wolf sind geborene Autofahrer. Naja. So. Und wegen diesem Halotri aus Venezuela gibt's also heute keine Prüfung. Du wirst immer an ihn denken, wenn du nachts auf den Bus wartest. Du wirst immer darauf angewiesen sein, dass dich jemand mitnimmt. Und ständig wirst du dich an ihn erinnern. Wahrscheinlich auch noch, wenn du 80 bist. Oh Gott, das ist so traurig. Und da liegst du da im Altenheim, die Decke über den Knien und denkst an deinen Emilio. Ja, das klingt nach einem großen Fehler. Nach einem sehr großen, ja. Kein Mann ist das wert. Und schon gar nicht einer, der lieber eine andere küsst als dich. Oder ist er blind? Meinst du, du kannst mich zur Prüfung fahren? Ich glaube, das lässt sich einrichten. Danke. Können wir reden? Worüber? Du hast da vorhin was in den falschen Hals gekriegt, Timo. Du, kein Ding. Du brauchst mir nicht zu erklären. Ich wollte ihr wehtun, ja, aber das war alles gelogen. Julia und du, ihr seid das größte Geschenk, das das Leben mir machen konnte. Wie kannst du noch so über sie reden nach der Sache mit Jan? Manchmal halte ich es kaum noch aus.
Dann will ich ihr wehtun, sie verletzen, so wie vorhin. Aber wenn ich ehrlich bin, hat das nur einen Grund, weil ich sie immer noch liebe. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich hatte mir immer einen Sohn gewünscht. Und dann kam plötzlich Julia und hatte den schönsten Babybauch der Welt. Du warst bei deiner Geburt perfekt. Irgendwann hat sich deine Mutter beschwert, dass sie dich auch gerne mal auf dem Arm hätte. Was ich sagen will, unbeholfen und umständlich ist, du warst immer mein Sohn. Von der ersten Sekunde an. Das wirst du auch immer bleiben. Und ich würde mich freuen, wenn du in der Finca wohnen bleibst. Danke, aber Leonie und ich, wir wollen zusammenziehen. In der WG. Meine Tür steht dir jedenfalls immer offen, falls irgendwas ist. Da wäre noch was. Ich würde gern mehr über Tim Sander wissen. Kann ich gut verstehen. Dann heißt das ist okay für dich? Es geht um deinen leiblichen Vater. Er hatte nicht so viel Glück, wie ich, dich bis hierhin begleiten zu dürfen. Und ich finde, du hast ein Recht darauf, dass man dir auf all deine Fragen eine Antwort gibt. Also ich verstehe dich nicht. Dieses Anwesen ist bezaubernd. Da zieht man doch nicht freiwillig aus. Ricardos Familie wohnt schon seit über 100 Jahren hier. Ein bisschen Abwechslung würde ihm auch mal gut tun. Das hier? Ricardos. Und dann der schöne Pool. Du schwimmst doch so gerne. Ricardo hat's wohl nicht so mit Sport. Ich sehe ihn jedenfalls kaum schwimmen. Also er könnte wirklich Mutter, mal... bitte. Wenn du unbedingt hier bleiben willst, dann frag Ricardo. Ansonsten, meine neue Wohnung ist groß genug. Ich dachte, du fragst gar nicht mehr. Dann gehe ich mal packen. Wir ziehen zusammen. Redest du gar nicht mehr mit ihr? Ich rede doch mit dir. Da habe ich wohl was verpasst. Was ist los, Papa? Nichts. Du hast doch schon wieder diesen soll ich es sagen oder nicht Blick. Hältst du es für eine gute Idee, mit Clarissa zusammenzuziehen? Okay, raus damit. Ach. Papa. Dein Mann hat so eine Bemerkung gemacht, die mir keine Ruhe gelassen hat. Also habe ich Charlie angerufen und Charlie steckt nicht hinter der Klage gegen Tanja von Lahnstein, sondern Clarissa. Ich habe sie doch gefragt. Ja, sie hat gelogen. Wieder einmal. Clarissa, wie wir sie kennen. Was tun Sie denn da? Ich liefere die Knallbrause. Ja, aber doch nicht hierher. Ich bin nun tröstlich, Gräfin. Der Pinguin macht sich gerade ans Hemd, weil ich nicht den Lieferanteneingang benutzt habe. Ich glaube, der braucht mal wieder richtig. Ist das der Champagner für die Mundschau? Ja, 300 Flaschen. Und könnte ich vielleicht auf die Gästeliste kommen? Der sollte eigentlich in den Showroom geliefert werden. Sehen Sie hier irgendwie einen Laufsteg oder irgendein Model? Also ich sehe ein super scharfes Model. Ey, da bist du ja. Ich habe dich ewig oft angerufen. Ach ja? Justus, könnten Sie mir bitte meinen Mantel bringen? Sehr wohl. Hey, wir sind ja noch nicht fertig. Ja. Wo warst du denn? Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich hoffe, du hast dich nicht gelangweilt. Sie entschuldigen, wir haben es ein bisschen eilig. Fahrprüfung. Komm, Kim. Mensch, was ist denn los? Ist dein Handy kaputt? Hey, Sie bringen jetzt diesen Champagner in den Showroom. Sie haben ganz genau 1 Stunde Zeit. Und glauben Sie mir, Sie wollen nicht wirklich wissen, was passiert, wenn Sie länger brauchen. Ich heiße übrigens Justus. Und ich freue mich, dass es noch Gerechtigkeit auf der Welt gibt. Gegen das Elend, für mehr Gerechtigkeit. Jede Spende hilft. Seit wann interessierst du dich für andere Leute? Es geht hier nicht um mich oder dich oder andere. Es geht um die Menschen, die ihre Liebe mit der ganzen Welt teilen. Ah, du bist in eine Sexsekte eingetreten. Andi, ich sammle für Afrika. Du bist in eine afrikanische Sexsekte eingetreten? Jetzt warte doch mal ab. Das wird ein ganz großes Charity-Ding. Und auch du kannst helfen, wenn du nur willst. Also, was ist jetzt Frische? Was passiert denn mit der Kohle? Ja, buddeln Brunnen und so. Und
Kaufen den Kindern neue Sneakers. Also, ich finde das eine super Idee. Ja, hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Ja, wisst ihr, wenn man so berühmt ist wie ich, dann muss man ja mit gutem Beispiel vorangehen. Ab jetzt nennen wir dich Angelina. Das ist ja lustig. Ich habe schon voll oft gehört, dass ich ihr total ähnlich sehe. Von wem denn? Dem Blindenverein Düsseldorf? Außer der Haarfarbe natürlich. Andi, die Menschen da hungern. Ich habe genau gesehen, wie du vorhin heimlich dein halbes Brötchen da weggeworfen hast. Schäm dich! Na komm her, ist für einen guten Zweck. Leute, Afrika braucht euch! Diese Frau ist total durchgeknallt und hält sich für einen Hollywood-Star. Sie macht mir echt Angst. Auch du kannst Afrika helfen. Ah, ich sehe, hast du deine Bestimmung gefunden. Schon klar, was jetzt kommt. Klappe halten, dass ich bei der Auktion für sie mitgeboten habe und... Ach ja, Finger weg von ihrer Tochter. Wenn ich Justus eben richtig verstanden habe, ist das gar nicht mehr nötig. Na, Sie müssen es ja wissen. Sie kennen Kim ja so rasend gut und vor allem so lange. Ach nee, sie ist ja bei ihrer Mutter aufgewachsen. Dann war das also ihr richtiger Vater, der sie gerade zur Fahrprüfung gebracht hat, hä? Meine Mutter hat sich nur an diesen einen Namen erinnert, Tanja von Anstetten. Und die hatte damals eine Affäre mit deinem leiblichen Vater. Ich liebe das Internet. 2006? Das große Ereignis der Düsseldorfer High Society. Ansgar Graf Lahnstein hat am vergangenen Wochenende seine Verlobung mit Tanja von Anstetten bekannt gegeben. Ab da ist sie dann Tanja von Lahnstein. Arbeitet in der Lahnstein Enterprises. Scheidung, die nächste Ehe. Das Übliche. Die Idee mit der Wohnung war übrigens schön. Ja. Ich glaube auch, dass das ein Riesenspaß wird. Ich verspreche dir, sobald ich meinen Abschluss habe, dann feiere ich 3 Monate durch. Ich bin dabei. Hier, Linie CL präsentiert auf den Fashion Days in Düsseldorf die neue Kollektion. War das nicht das Modelabel von Clarissa? Mach mal die Bilder auf. Tanja von Lahnstein, Geschäftsführerin von Linie Clarisse Lahnstein. Ach, hör auf. Ey, die kenne ich doch. Was? Woher? Die war hier auf der Insel, ist noch gar nicht so lange her. Zusammen mit Charlie. Fertig gepackt. Du hast gelogen. Du hast den Prozess gegen Tanja losgetreten. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du hast mir versprochen, dass dir die Familie wichtiger ist als deine Rache. Ich habe 10 Jahre lang mit Kakerlaken in einer Zelle gesessen. Wegen ihr. Und jetzt gehört ihr auch noch meine Firma. Wie konnte ich dir vertrauen? Wie konnte ich dein Gefasel über die Familie glauben? Deine Familie bricht nicht auseinander wegen mir, sondern weil du deine Finger nicht von deinem Bruder lassen kannst. Ich liebe Jan. Und das wird sich niemals ändern, aber das hast du nie begriffen. Und du hast nie begriffen, was diese Frau mir angetan hat, was sie euch antun wollte. Diese Inzestkampagne ist einfach sowas von geschmacklos. Clarissa, du hast die Originalkampagne damals in Auftrag gegeben. Mit Bildern von Jan und mir, deinen Kindern. Du hast dich an uns bereichert. Vergiss das mit der Wohnung. Ich könnte niemals mit jemandem zusammenleben, dem ich nicht vertrauen kann. Ich bin deine Mutter. Nicht mehr. Ich hab's dir damals gesagt. Wenn du deinen Rachefeldzug gegen Tanja durchziehst, dann gehen wir getrennte Wege. Für immer. Für immer? Was ist denn schon für immer? Also, wenn du so weitermachst, dann wird Dionysos heute unter dir zusammenbrechen. Also in meinem Alter kann man sowas noch locker ab. Aber deine Ente schmeckt super. Ihr könnt mich mal. Keine Ahnung von Autos. Also, wenn Papa mal keinen Bock mehr hat, in seinen Wald zu gehen, dann können wir mit seinem Kuchen reich werden. Leute, Mama sieht wieder Fusseln. Papa holt das Sauerstoffzelt. Ja. Oh, ich mache mir eben Sorgen.
Ich meine, was, wenn sie es jetzt doch nicht geschafft hat? Sie ist eine Wolf. Wolfs können Auto fahren. Oh, Schatz. Oh, Entschuldigung, es tut mir leid. Perfektes Timing, Papa. Hey. Hey, hast du schon gepackt? Sag mal, ist es wirklich okay für dich, hier so ganz alleine auf Mallorca? Ich bin ja nicht wirklich allein. Und Timo hat mich gefragt, ob ich mit ihm eine WG aufmache. Was ist das? Das sind die Tränen der Tochter. Los llantos de la hija. Mhm. Laut einer Legende hat sich die Tochter von Akio, dem Gott des Windes, in einen Sterblichen verliebt. Ihr Vater duldete es nicht und erstach ihn. Seine Tochter verschwand daraufhin und ward nie wieder gesehen, nur noch diese Steine. Ihre Tränen. Ich habe 2 davon gefunden. Einen hat Julia und diesen hier habe ich für sie als Amulett umarbeiten lassen. Zum Abschied. Willst du den nicht lieber behalten, als Erinnerung? Ich will lieber keine Erinnerung. Ich hätte es schön gefunden, wenn sie mit dir gegangen wäre. Das ist bestimmt Mama, die sich jetzt schon Sorgen um mich macht. Jessica, wir sind ja nicht immer einer Meinung, aber ich muss schon sagen, das hier, Hut ab. So viel Engagement hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ich denke, wenn es um die gute Sache geht, dann kann man sich gar nicht genug engagieren. Sie werden doch richtig zum Menschenfreund. Auch die Idee mit der Hochzeitsparty später finde ich großartig. Ja, deswegen mache ich das ganze Jahr. Danke. Schneider? Hallo, Frau Schneider. Hier ist Timo Mendes. Danke fürs Foto. Ich wollte unbedingt wissen, wie mein Vater aussieht. Das verstehen Sie ja. Ja, natürlich. Ja, dann verstehen Sie bestimmt auch, dass ich jetzt ein bisschen mehr über ihn erfahren will. Ach, Timo. Was hatte Tanja von Lahnstein mit meinem Vater zu tun? Gar nichts. Wie kommen Sie denn ausgerechnet auf Tanja? Was wissen Sie über diese Frau? Nichts. So gut wie nichts. Aber Sie haben mit ihr gelacht. Sie sind befreundet. Nein, Timo, da hast du was missverstanden. Wir sind nicht befreundet. Wir kennen uns aus Düsseldorf. Sie war mit meinem Vater zusammen. Das weiß Leonie von ihrer Mutter. Aber nur sehr kurz. Und wie lange vor dem Selbstmord oder Mord war das? Oder was immer das war? Timo, ich habe hier ein großes Problem zu lösen. Tut mir leid, ja? Alles Gute. Morgen wird unsere Kollektion präsentiert. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Das würde ich doch um nichts in der Welt versäumen. Natürlich kommen wir. Kim, wie ist es gelaufen? Ich habe bestanden! Hey, gratuliere. Führerschein. Noch eine Brünette im Auto. Erinnere mich, dass ich ab jetzt nur noch im Park spazieren gehe, ja? Komm mal mit. Herzlichen Glückwunsch. Ein Bulli! Yes! Dankeschön. Also auch wenn jetzt hier noch so eine Hippie-Schüssel vor der Tür steht, warte mit freier Liebe und Flower Power noch ein paar Jahre, okay? Was ist das? Fahrzeugschein?
DKL 278. KL. Kim von Lahnstein. Kleine Entscheidungshilfe. Sag mal, wo ist denn eigentlich Charlie? Die hat angerufen, ich soll dich lieb grüßen. Hier ist was total Wichtiges dazwischen gekommen. Was? Wichtiger als wir beiden? Ja, scheinbar. Liebe Homos, liebe Heteros. Wir feiern heute die zweite Hochzeit von Christian und Olli. Also lasst uns alle anstoßen auf das beste und süßeste Ehepaar, das ich kenne. Auf Christian und Olli! Und jetzt haben wir noch eine ganz besondere Überraschung für euch. Afrika braucht uns. Deshalb wäre es toll, wenn ihr heute alle großzügig geben würdet. Ja, seid nicht geizig, der gute Zweck ist nämlich doppelt. Genau. Die Organisation, für die ich nämlich ehrenamtlich arbeite, hat 2 Botschafter gesucht, die das Geld nach Afrika bringen. Und ich habe euch beide vorgeschlagen. Dann kommt ihr doch nur zu eurer Hochzeitsreise. Und ihr könntet Lilly sehen. Ja, denn das Geld ist für ein paar Dörfer in Kamerun bestimmt und in einem davon wohnt Lilly. Ey, du bist die Beste. Danke. Krass, wir sehen Lilly wieder. Ja, und ich wusste gar nicht, dass du ehrenamtlich arbeitest. Ja, tue ich doch auch gar nicht. Ich mache das für euch 2 Hasen, weil ihr es euch verdient habt. Jetzt seid doch nicht so begriffsstutzig. Es gibt natürlich kein Dorf in Kamerun. Die Luxuskreuzfahrt. Die Reservierung steht noch und wenn wir morgen noch kräftig sammeln bei den Fashion Days, haben wir das Geld locker im Sack. Hast du sie noch alle? Die denken doch alle, das Geld ist für die Menschen in Afrika. Ja, ist es doch. Ihr habt Landgang in Durban, Port Elizabeth, Kapstadt. Also haut alles raus. Entschuldigung. Meine Chefin. Naja, ihr könnt mir ja später danken. Vergiss einfach! Andere Mädchen freuen sich, wenn ihnen ihr Vater zur bestandenen Führerscheinprüfung ein Auto schenkt. Andere Mädchen haben auch nicht 2 Väter, die beide an ihr ziehen. Jeder in eine andere Richtung. Moment mal, ganz langsam. Was hat er gesagt? Hör zu, wenn dir der aktuelle Mann deiner Mutter irgendwelche... Er ist nicht der aktuelle Mann meiner Mutter. Er war 18 Jahre lang mein Vater. Na schön. Und deswegen willst du jetzt irgendeinen klapprigen Kleinwagen fahren mit dem Kennzeichen KW? Ich will, dass ihr aufhört, mich wegen meinem Nachnamen unter Druck zu setzen. Aber ich will doch... Es ist nur ein Name, verdammt. Hört doch endlich auf mit diesem albernen Kleinkrieg. Mann, sonst suche ich mir einfach einen anderen Namen. Schmidt, Schneider, Schubert, keine Ahnung. Was hältst du davon? Ich versuch's mal anders. Wie wär's, wenn du dir den Wagen erst mal anschaust? Erst wenn du das Nummernschild wechselst. Noch heiße ich Kim Wolf. Ob es dir passt oder nicht. Änder es. Oder du kannst den Wagen behalten. Was gibt's denn da zu glotzen? Und? Nichts. Charlie war ganz panisch. Und dann hat sie aufgelegt. Leo, ganz ehrlich, da ist irgendwas faul. Also mal angenommen, diese Tanja von Lahnstein ist wirklich mit uns verwandt. Die liebe Tante Tanja. Nein, Sie können nicht gehen. Morgen wird unsere Kollektion präsentiert. Aber ich habe doch schon alles erledigt. Deswegen habe ich ja gestern extra eine Nachtschicht eingelegt. Außerdem feiern Olli und Christian noch heute ihre Hochzeit. Jessica, es interessiert mich rasend, was unsere schwule Kneipenkönigin und der Stallbursche machen. Und dann hat die liebe Tante Tanja irgendwann herausgefunden, dass ihre halbe Verwandtschaft auf Mallorca wohnt. Warum sonst taucht sie auf einmal bei uns vor der Finke auf, hä?
Wenn man nur wüsste, warum der Kontakt abgebrochen wurde. Meine Mutter musste ja unbedingt nach Lanzarote, um mit ihrem Bruder zusammen zu sein. Dass Tanja das nicht so gut findet, kann man schon verstehen, oder? Nein, das verstehe ich nicht. Ich bezahle Sie fürs Arbeiten und wenn es so nicht geht, ziehen Sie diese Latschen an. Nein, nie wieder Gesundheitslatschen. Jessica, jetzt hören Sie auf zu jammern und kümmern sich um Lotti Rothfeld. Diese Frau bringt uns in die internationalen Magazine. Ohne die können wir uns diese Präsentation eigentlich sparen. Ich meine, wir kennen sie ja nicht. Vielleicht ist sie ja ganz nett. Wenn Sie noch einen einzigen Schritt humpeln, sind Sie gefeuert. Und ihr seid euch ganz sicher? Charlie wird sich kaum ausgedacht haben, dass Timo angerufen und nach Tanja gefragt hat. Und die beiden hatten die Website von Linie Ciel auf dem Schirm, mit Tanjas Bild. Das ist die Verbindung. Und Tanja hat Timo gesehen, als sie hier geheiratet hat sie mir erzählt. Du hast mit Tanja geredet? Ja, ich war sogar ihre Trauzeugin. Aber nur, damit sie so schnell wie möglich von hier verschwindet. Jedenfalls weiß sie, dass Tim sein Vater ist. Ich hätte schon damals handeln sollen. Und wie? Bewaffnete Schläger, Entführung? Was wäre es diesmal gewesen? Sag einfach mal nichts, Clarissa. Was machen wir jetzt? Wenn Timo erfährt, dass Tanja seinen Vater auf dem Gewissen hat, er ist in der Lage, setzt sich in den Flieger nach Deutschland, um den Tod seines Vaters zu rächen. Hier muss ich ja nicht groß erklären, was der Junge die letzten Wochen durchgemacht hat. Kein Wunder, wenn ihm jetzt die Sicherungen durchbrennen. Nur mal langsam, Papa. Jemand muss verhindern, dass Timo Kontakt zu Tanja aufnimmt. Oh Gott, wenn er das tut. Ja. Er riskiert sein Leben. Finde ich mich auch süß von ihr. Süß? Olli, das ist total bescheuert. Weißt du, was passiert, wenn das rauskommt? Jetzt wart doch erst mal. Warum machen wir es nicht einfach? Ey, vergiss die Kreuzfahrt. Wir kriegen das Geld für die Flüge irgendwie zusammen und dann bringen wir das Geld nach Afrika zu Lilly und ihrem Vater. Komm. Okay, da gibt's zwar keine Wüste, aber da gibt's diesen Takamama Nationalpark und da gibt es Gorillas. Ja, und ich stehe total auf Gorillas. Hi. Du kannst ihn haben. Was? Na, Emilio. Ich habe gestern alles versucht, aber keine Chance. Zu viel Leidenschaft? Zu viel schlechtes Timing. Er hat offensichtlich eine andere im Kopf. Afrika, wir kommen! Hi. Na, Prinzessin? Wieder bessere Laune? Ach ja, ich habe ja gehört, du hast die Fahrprüfung bestanden. Glückwunsch. Sabel? Was? Ja, natürlich. Da haben unsere Fahrstunden ja was gebracht. Kann man so sagen. Was war denn vorhin los? Ich war einfach ein bisschen nervös. Ach, ist schon einigen passiert. Muss dir nicht peinlich sein. Wie kann man eigentlich so verflucht eingebildet sein? Danke. Was passiert? Ja, was hast du denn? Das war das Krankenhaus in Meppen. Meine Mutter wollte Vorhänge aufhängen und ist von der Leiter gefallen. Und als Kennzeichen soll es ein KL für Kim von Lahnstein werden? Das hat sich erledigt. Lassen Sie sich irgendeins zuweisen. Dumm gelaufen, was? Da lassen Sie mal wieder ein Auto springen und Kim will Ihren Namen immer noch nicht. Ach, gehen Sie mir doch nicht auf den Keks, Wolf. Wenn Sie glauben, dass Kim sich kaufen lässt, sind Sie noch größere Oberförster, als ich ohnehin immer dachte. Was ist denn los? Sie können Freudentanz aufführen. Nee. Danach ist mir nicht zumute. Jetzt guck doch nicht so. Sie hat einen Oberschenkelhalsbruch. Der Arzt meint, das wird wieder. Was ist mit den Flitterwochen? Wie gehabt, wir fliegen nach Afrika und buddeln im Brunnen, spielen mit kleinen süßen Gorillas. Und was sagt deine Mutter, wenn du sie nicht besuchst? Du kennst sie doch. Komm bloß nicht, ich schaff das alleine, bleib weg.
Es ist ja nicht so schlimm. Wir bleiben hier. Und das Geld, das überweisen wir direkt an Lillys Vater. Darum könnte ich mich ja kümmern. Ja, und ich schmeiß das No Limits. Oh ja, und ich helfe auch mal aus. Tja, und ich überwache die Renovierung. Viel Spaß im wilden Mappen. Was soll das denn? Sie hat extra gesagt, fahrt bloß in die Flitterwochen. Sie will es. Und wer kümmert sich um den Haushalt, wenn sie entlassen wird? Ja, so ein Oberschenkelhalsbruch, das ist ziemlich langwierig. Sie wird wahnsinnig werden, wenn sie nicht jeden Tag in allen Ritzen und Fugen rumputzen kann. Mensch, Olli, es braucht dir doch nicht peinlich sein. Wer will denn bitte durch Afrika stiefeln, wenn seine Mutter Hilfe braucht? Hm? Und ich weiß, diese Kollektion wird neue Maßstäbe setzen. Punkt. Tja, schade, meine Liebe, dass du das verpasst. Lotti Rothfeld ist dabei. Schon mal was von Anklopfen gehört? Das war alles ziemlich kompliziert, aber ich hab's geschafft. Erstmal muss ich mit der Sekretärin sprechen und die hat dann mich eigentlich weiterverbinden wollen. Hallo? Spreche ich da mit Tanja von Lahnstein? Hallo? Mist. Aufgelegt. Aufgelegt. Naja, ich bin immer weg. Hier spricht Jessica Stiellinie CL, hallo? Ich würde gern Tanja von Lahnstein sprechen. Es ist wichtig. Moment, bitte. Er versucht, Tanja von Lahnstein zu erreichen, richtig? Ja, und du wirst das nicht verhindern. Gräfin Lahnstein ist gerade in einer Besprechung. Wenn ihr ihm alle keine Informationen geben wollt, dann muss er sich die eben woanders holen. Sagen Sie ihr, es geht um Tim Sander. Ich soll Ihnen sagen, es geht um einen Tim Sander. Hallo? Spreche ich da mit Tanja von Lahnstein? Tanja ist eine Mörderin. Die beiden dürfen sich nie begegnen. Du kannst das verhindern. Ich bin auf der Suche nach Informationen über Tim Sander. Und wer genau ist ich? Was wird das hier? Ist das einer deiner Tricks? Jetzt hör mir mal gut zu. Wenn Timo den Mord an seinem Vater neu aufrollt, ist er in großer Gefahr. Du musst ihn davon abhalten. Hallo? Finden Sie raus, wer dort am Telefon war. Jetzt.